Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Deutsch lernen mit uns. Hallo auch von mir. Ja, schön, dass du wieder da bist und mit uns lernst. Heute ist schon Tag 41 unserer gemeinsamen Lernreise. Kaum zu glauben, oder? Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wir lernen ja jeden Tag 15 neue Wörter. Das ist wirklich super. Und zusammen macht das schon eine ganze Menge. Ja, genau. Und denk dran, bis Tag 60 bleiben wir zusammen auf dem Niveau A2. So festigen wir die Grundlagen gut. Und danach? Danach, ab Tag 61, gehen wir dann gemeinsam den nächsten Schritt auf das Level B1. Das wird spannend. Übrigens, eine gute Methode zum Üben ist die Shadowing-Technik. Hast du das schon mal probiert? Ah, Shadowing, ja. Das heißt, du hörst uns zu und wiederholst die Sätze laut. Also sprichst uns quasi nach. Genau. Diese Wiederholung, die hilft dem Gehirn wirklich ungemein beim Abspeichern. Also beim Lernen der neuen Wörter und Sätze. Stimmt, dieses aktive Nachsprechen ist echt effektiv. So, und was haben wir heute für dich vorbereitet? Ja, heute geht's um Grundwortschatz Natur. Natur, schön. Ja, diese Wörter sind besonders wichtig, wenn du dich auf Deutsch über Ausflüge unterhalten möchtest oder über Landschaften, Tiere. Klar, alles, was draußen ist. Genau. Wir konzentrieren uns dabei auf das Niveau A2. Das heißt, wir helfen dir, 15 wichtige Worte aus dem Bereich Natur besser zu verstehen und dann eben auch selbst anzuwenden. Da sind Substantive dabei, Verben und auch Adjektive. Ein guter Mix. Und damit du nicht nur einzelne Wörter lernst, sondern auch siehst, wie sie, im Kontext funktionieren. Gibt's am Ende wieder eine Geschichte. Richtig. Wenn wir alle 15 Wörter richtig gut und klar erklärt haben, erzählen wir dir am Ende, wie immer, eine kleine Alltagsgeschichte. Und darin kommen dann alle heutigen Wörter vor. So siehst du, wie alles zusammenpasst. Das hilft wirklich, die Wörter im Zusammenhang zu hören und zu verstehen. Also bleib unbedingt bis zum Ende dabei. Es lohnt sich. Gut, fangen wir an. Was ist das erste Wort für heute? Sehr gerne. Also, das erste Wort ist ein Substantiv, ein Nomen, der Berg. Ah, der Berg. Auf Englisch bedeutet das Mountain. Berge sind ja oft sehr markant in der Landschaft, sehr hoch. Oh ja, das stimmt. Ein einfacher deutscher Beispielsatz wäre, der Berg ist sehr hoch. Oder vielleicht, wir wandern gern auf den Berg. Ja, das auch. Kennst du Berge in Deutschland oder vielleicht in deiner Heimat? Das ist immer gut, einen Bezug zu haben. Gute Frage. Berge sind oft sehr beeindruckend. Was passt denn gut dazu in der Natur? Vielleicht Wasser? Ja, Wasser ist gut. Seen zum Beispiel. Genau. Unser nächstes Wort ist auch ein Substantiv, der See. Die englische Bedeutung ist Lake. Ah, Seen sind toll. Gerade jetzt im Sommer, oder? Oh ja. Ein einfacher Beispielsatz. Im Sommer schwimmen wir im See. Oder der See ist heute ganz ruhig. Das klingt doch entspannend, oder? Definitiv. Das weckt Urlaubsgefühle. Und wenn wir jetzt an Berge und Seen denken, dann fehlt doch noch was Wichtiges in der Natur. Was meinst du? Bäume. Ja, viele Bäume zusammen. Der Wald. Ah, klar, der Wald. Auf Englisch sagt man Forest oder auch Woods. Genau. Ein Ort zum Spazierengehen, zum Entdecken. Ein typischer Satz wäre, wir machen am Wochenende einen Spaziergang im Wald. Oder im Wald gibt es viele Bäume. Ganz einfach. Stimmt. Und nicht nur Bäume. Im Wald leben ja auch viele verschiedene Bewohner. Tiere, meinst du? Genau. Unser nächstes Substantiv ist das Tier. Auf Englisch ist das Animal. Ja, Tiere gehören zur Natur einfach dazu. Ein einfacher Beispielsatz, das Reh ist ein Tier im Wald. Oder ganz allgemein, mein Lieblingstier ist der Hund. Hast du ein Lieblingstier? Oh, schwierig. Es gibt so viele tolle Tiere. Aber Rehe im Wald, ja, die sind schön. Stimmt, aber auch scheu. Man sieht sie nicht so oft. Aber im Wald und auf Wiesen gibt es ja nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen. Zum Beispiel? Blumen. Genau, die Blume. Das bedeutet auf Englisch Flower. Blumen. Die bringen Farbe in die Natur. Sind einfach schön. Absolut. Ein Satz dazu könnte sein, die Blume auf der Wiese ist sehr schön. Oder ich schenke meiner Mutter Blumen zum Geburtstag. Das ist immer eine gute Idee, ja.
So, jetzt haben wir schon 5 Substantive gehabt. Der Berg, der See, der Wald, das Tier, die Blume. Richtig? Kommen wir jetzt zu Tätigkeiten, also zu Verben, was man so in der Natur machen kann. Das erste Verb ist laufen. Laufen, okay. Das bedeutet auf Englisch to walk oder manchmal auch to run, ne? Genau, kommt auf den Kontext an. Wichtig für die Vergangenheit ist die Perfektform. Und die lautet? Ist gelaufen. Also das Hilfsverb ist sein. Richtig. Bewegung ist ja oft mit sein im Perfekt. Ein Beispielsatz? Ich laufe jeden Morgen eine Runde im Park. Das hält fit. Oder? Die Kinder laufen schnell nach Hause. Stimmt, regelmäßiges Laufen ist gesund. Ein anderes Verb, das auch Bewegung ausdrückt, ist springen. Ah, springen. To jump auf Englisch. Das machen Kinder besonders gern, oder? Ja, die Perfektform ist hier ebenfalls mit sein. Ist gesprungen. Kinder springen fröhlich auf dem Trampolin. Genau. Oder? Der Frosch springt ins Wasser. Ah ja, das sieht man manchmal. Und was machen Vögel in der Luft? Na, sie fliegen. Richtig. Das englische Wort dafür ist to fly. Fliegen, wie ein Vogel. Schön. Die Perfektform ist wieder mit sein. Ist geflogen. Okay. Ist geflogen. Ein einfacher Satz dazu. Der Vogel fliegt hoch am Himmel. Oder auch, wir sind letztes Jahr nach Spanien geflogen. Das Verb hat also mehrere Bedeutungen. Stimmt. Der Kontext ist wichtig. Frei wie ein Vogel sein, das ist ein schönes Gefühl, das man mit Fliegen verbindet. Ja, finde ich auch. Okay, wir haben jetzt Laufen, Springen, Fliegen. Was passiert denn mit Pflanzen über Zeit? Sie werden größer. Sie wachsen. Genau, wachsen. Auf Englisch ist das to grow. Wachsen. Das ist ein wichtiges Verb für alles Lebendige, stimmt. Die Perfektform ist, du ahnst es vielleicht? Ja, mit sein. Ja. Ist gewachsen. Okay, ist gewachsen. Ein Beispielsatz. Die Blumen wachsen gut in unserem Garten. Oder, mein kleiner Bruder ist schon viel gewachsen. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie etwas wächst, oder? So aus einem kleinen Samen wird eine große Pflanze. Total. Gut, und wenn wir vorhin beim See waren, was kann man im See machen, außer nur reinschauen? Man kann schwimmen. Richtig, schwimmen. Auf Englisch, to swim. Schwimmen. Eine tolle Aktivität im Sommer. Die Perfektform ist hier meistens auch ist geschwommen, besonders wenn man eine Strecke zurücklegt, also sich fortbewegt. Genau. Manchmal hört man auch hat geschwommen. Aber ist geschwommen ist sehr gebräuchlich für die Bewegung im Wasser. Bleiben wir der Einfachheit halber bei ist geschwommen. Einverstanden. Ein Beispielsatz. Er schwimmt schnell durch den See. Oder? Als Kind bin ich gerne im Meer geschwommen. Bist du auch schon mal in einem See geschwommen? Oh ja. Das kann manchmal ganz schön erfrischend sein. Erfrischend kalt, meinst du? Manchmal auch das, ja. So, das waren jetzt 5 Verben. Laufen, springen, fliegen, wachsen, schwimmen. Alle mit seinem Perfekt. Das ist ja praktisch für heute. Bevor wir jetzt zu den Adjektiven kommen, eine kurze Info für dich. Ja, genau. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du regelmäßig mit uns lernen möchtest, dann, abonniere doch bitte unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben. Das zeigt uns, dass dir unsere Arbeit hilft und motiviert uns natürlich auch sehr. Vielen Dank dafür. So, machen wir weiter mit den beschreibenden Wörtern, also den Adjektiven. Sie sagen uns ja, wie etwas ist. Richtig. Das erste Adjektiv heute ist natürlich. Natürlich. Auf Englisch bedeutet das natural. Das beschreibt etwas, das aus der Natur kommt, also nicht von Menschen gemacht wurde. Genau. Ein einfacher Beispielsatz. Der Wald ist ein natürlicher Ort. Oder wir essen gern natürliches Joghurt, also ohne Zucker und so. Ja, das Gegenteil wäre künstlich. Ein weiteres wichtiges Adjektiv in der Natur ist eine Farbe. Grün. Grün. Auf Englisch green. Das ist meistens leicht zu merken, oder? Ja, das geht. Grün ist ja die dominierende Farbe im Sommer in der Natur. Stimmt. Ein Beispiel. Die Blätter am Baum sind grün. Oder meine Lieblingsfarbe ist grün. Grün wirkt oft sehr beruhigend, finde ich. Das finde ich auch. Grün ist die Farbe der Hoffnung und der Natur. Und vieles in der Natur empfinden wir ja auch als schön. Ja, schön. Das englische Wort ist beautiful. Schön. Das ist natürlich ein sehr subjektives Wort. Was einer schön findet, findet ein anderer vielleicht nicht so
ansprechend. Klar, das stimmt. Aber oft sagen wir, Die Landschaft hier ist sehr schön. oder, Das war ein schöner Tag. ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, sagt man. Aber Berge, Seen, Blumen, das finden doch viele Menschen schön. Absolut. Nun zu einem Adjektiv, das Tiere beschreibt, die nicht bei Menschen leben. Sie sind Wild, wild. Auf Englisch wild oder auch untamed. wild. Das bedeutet, sie leben frei in der Natur, sind nicht zahm. Ein Beispiel. Im Wald leben wilde Tiere. Oder, Vorsicht, der Hund sieht wild aus, also ungestüm. Ja. Wichtig ist, man sollte wilden Tieren immer mit Respekt begegnen und sie nicht stören. Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ja, Respekt vor der Natur und ihren Bewohnern ist wirklich entscheidend. So, wir nähern uns dem Ende unserer Liste. Schon das letzte Wort? Ja, das letzte Wort für heute ist wieder ein Adjektiv, klein. Klein. Auf Englisch small. Das ist das Gegenteil von groß. Richtig. Ein einfacher Beispielsatz. Die Maus ist ein kleines Tier. Oder wir wohnen in einem kleinen Haus. Ein sehr häufiges und nützliches Wort. Absolut. Klein, aber fein, sagt man ja auch manchmal. Super. Das waren sie, unsere 15 Wörter zum Thema Natur für heute. Puh, geschafft. Sollen wir sie noch mal kurz wiederholen? Zur Übersicht? Gute Idee. Also, die Substantive waren der Berg, der See, der Wald, das Tier, die Blume. Genau. Die Verben waren laufen, perfekt, ist gelaufen, springen, ist gesprungen, fliegen, ist geflogen, wachsen, ist gewachsen und schwimmen, ist geschwommen. Und die Adjektive. Natürlich, grün, schön, wild, klein. Perfekt. Sehr gut. Und wie versprochen kommt jetzt unsere kleine Alltagsgeschichte. Ah ja. Darin kommen alle diese Wörter vor. Hör gut zu und versuch mal, die Wörter wiederzuerkennen. Bist du bereit zu erzählen? Ja, klar. Also, passt auf. Gestern hatte ich einen freien Tag und das Wetter war herrlich. Also dachte ich, ich fahre raus in die Natur. Ich bin auf einen eher kleinen Berg in der Nähe gelaufen. Der Anstieg war, etwas anstrengend, aber oben war die Aussicht einfach schön. Ich konnte total weit blicken und habe einen glitzernden See unten im Tal gesehen. Das Wasser sah ganz klar aus. Direkt neben dem See begann ein großer, dunkler Wald. Alles um mich herum war so wunderbar grün und wirkte total natürlich. Also eine echte Pause vom Stadtleben. Auf dem Rückweg habe ich am Wegrand eine wunderschöne bunte Blume entdeckt. Sie ist dort so ganz allein gewachsen. Plötzlich raschelte es im Gebüsch und ich habe ein Tier gesehen. Ich glaube, es war ein Reh. Es war ziemlich sicher wild, denn es hat mich kurz angeschaut und ist dann ganz schnell weggesprungen. Am Himmel ist ein großer Vogel majestätisch über den See geflogen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich im See schwimmen soll, aber als ich einen Fuß ins Wasser gehalten habe, war es doch noch sehr kalt. Puh, also bin ich stattdessen gemütlich am Ufer entlang gelaufen. Da habe ich noch einen kleinen Frosch gesehen, der mit einem Satz ins Wasser gesprungen ist. Es war wirklich ein perfekter Tag in der Natur. Ach, das klingt nach einem wirklich tollen Ausflug. Eine schöne Geschichte. Danke. Und hast du gemerkt, da waren wirklich alle unsere 15 Wörter von heute dabei. Der Berg, der See, der Wald, das Tier, die Blume, laufen, springen, fliegen, wachsen, schwimmen, natürlich, grün, schön, wild und klein. Super erzählt. Ja, es hat Spaß gemacht, die Wörter so zu verwenden. Und jetzt bist du dran, liebe Hörerin, lieber Hörer. Genau, deine Aufgabe, wenn du Lust hast. Schreib doch bitte deine eigenen Sätze mit einigen dieser Wörter in die Kommentare unter diesem Podcast. Ja, versuch einfach mal, sie in deinem Alltag zu verwenden. Übung macht den Meister. Wir freuen uns darauf, deine Sätze zu lesen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du mehr davon möchtest, dann abonniere doch unseren Kanal. Und gib uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr, weiterzumachen und neue Folgen für dich zu produzieren. Und sei gespannt auf morgen. Nicht vergessen, das Thema von morgen ist wieder sehr praktisch. Es geht um Kleidung und Accessoires. Ah, Mode. Genau. Da sprechen wir über wichtige Wörter rund um Mode, was wir so anziehen und welche persönlichen Dinge wir bei uns tragen. Das wird sicher interessant. Also bleib unbedingt dabei und schalte morgen wieder ein. Für heute sagen wir Tschüss und wünschen dir viel Erfolg beim Lernen. Ja, tschüss und bis morgen.
Lern fleißig weiter, es lohnt sich wirklich. Mach's gut.